Ende 2021 entschied ich mich, meine Wohnung zu kündigen, mein Studium zu pausieren und vieles hinter mir zu lassen, um reisen zu gehen. Natürlich war das keine leichte Entscheidung, aber ich war mir sicher, dass es die richtige ist. Mein erstes Reiseziel sollte Pakistan werden. Aber warum genau Pakistan? Das fragte ich mich während meiner Reise dort auch oft. Warum gerade in einem der ärmsten und wirtschaftlich am wenigsten entwickelten Staaten in ganz Asien? Ein Land, in dem ethnisch-religiöse Konflikte, Korruption, Terrorismus, politische Dysfunktionalität wie auch miserable Frauenrechte zum Leben dazugehören. Zumindest sind das Informationen, die ich auf Wikipedia und weiteren Seiten fand. Klingt eher nach einem Land, welches man auf keinen Fall besuchen sollte. Zudem im Nachbarland Afghanistan vor kurzem die Taliban die Regierung übernahmen. Doch neben all diesen Informationen fand ich auch Videos und Informationen, welche einen ganz anderen Eindruck vermittelten. Die Menschen seien einer der gastfreundlichsten auf der Welt. Die Natur in den Bergregionen scheint, genau wie die historischen Städte und Bauten, einfach unglaublich. Und wenn man sich in den richtigen Regionen aufhält, ist es offenbar auch sehr sicher für Touristen. Damit war meine Neugierde und Abenteuerlust geweckt. Und ich wollte alles mit meinen eigenen Augen sehen und erfahren, wie es dort wirklich ist. Mit einem Visum für 3 Monate hatte ich genug Zeit dafür. Ich muss sagen, die ersten Tage und Wochen sind mir echt nicht leicht gefallen. So weit außerhalb meiner Komfortzone war ich, glaube ich, noch nie. Alleine in einer mir so fremden Kultur. Alleine in mir einem so fremden Land, in dem außer mir weit und breit fast keine weiteren Touristen zu sehen waren. Alleine mit all den Gedanken und auch Sorgen, die ich mir durch die vielen negativen Informationen machte. Und hinzu kam noch das scharfe und ölige Essen, was mir viel zu oft meinen Magen verdarb. Also ich habe mich jetzt gerade das erste Mal übergeben in meiner ersten Woche. Ich hatte leider heute Nacht ziemliche Magen-Darm-Beschwerden und Durchfall. Es ist also echt heftig hier in Pakistan. Irgendwie hatte ich jetzt fast jede Woche irgendwie Magen-Darm-Probleme. Und dann wurde ich auch noch so richtig krank. Naja, irgendwie hatte ich jetzt auch viel Zeit nachzudenken und habe auch immer noch viel Zeit. Und merke irgendwie so, dass Pakistan sehr interessant und sehr spannend ist. Aber ich weiß nicht, ob es unbedingt für mich etwas ist. Deswegen überlege ich jetzt gerade so irgendwie nach Hause zu gehen. Doch mit diesem Bild im Kopf konnte ich Pakistan auf keinen Fall verlassen. Meine ersten Wochen waren wohl die schwierigsten. Allerdings gab es auch viele positive Erlebnisse. Schon in den ersten Tagen machte ich Bekanntschaft mit der unglaublichen Gastfreundschaft der Einheimischen, welche ich in dieser Form noch nirgends erlebt hatte. Sie sind alle richtig freundlich. Ich wurde jetzt gerade zum Tee eingeladen. Ich wurde so oft zu Tee eingeladen, dass ich aufgehört habe zu zählen. Mir wurde immer wieder Hilfe angeboten, falls ich irgendein Problem habe. Mir wurde Essen geschenkt und egal ob es der Taxifahrer, der Mitarbeiter im Hotel, der Kellner im Restaurant oder einfach ein Typ auf der Straße war, immer wurde mir geholfen und ich wurde willkommen geheißen. Die Herzlichkeit der Menschen hier hat mich wirklich fasziniert. Da ich mich bis jetzt ausschließlich in Städten aufgehalten habe, wurde es Zeit, in die Bergregionen zu fahren. Und zwar nicht in irgendwelche Bergregionen, sondern in das Karakorum-Gebirge, welches als höchstes Gebirge der Welt bezeichnet wird. Unter anderem befindet sich hier der zweithöchste Berg der Welt, der K2. Allerdings führte mich der Weg in das höchste Gebirge der Welt auch über die gefährlichsten Straßen der Welt. Manchmal dachte ich, gleich ist es soweit, das war's jetzt. Aber zum Glück ist nichts passiert und ich durfte die spektakulärsten Berglandschaften kennenlernen, die ich je gesehen habe.
über 60 Gipfeln oberhalb von 7000 Höhenmetern war mir die Faszination, wohin ich auch schaute, ins Gesicht geschrieben. Die Zeit hier genoss ich besonders und die Berge gaben mir die Ruhe, die ich brauchte. Die Kultur, das Land und die Menschen waren mir mittlerweile gar nicht mehr fremd und ich fühlte mich von Tag zu Tag wohler. Auch an das, ich würde sagen, dichte Zusammenleben im öffentlichen Raum habe ich mich gewöhnt. Die Zeit verging immer schneller und plötzlich war ich schon seit 2,5 Monaten unterwegs. Es wurde Zeit für mich, nach Hause zu fliegen. Ich habe hier so viele Dinge gesehen. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich wirkliche Armut mit meinen eigenen Augen. Ich habe gesehen, wie Menschen unter unzumutbaren Umständen leben mussten und sich 20 Minuten weiter Menschen fragten, welche Rolex ihrem Handgelenk besser steht. Ich habe gesehen, wie Menschen, die wirklich nicht viel hatten, mich zu Tee und Essen einluden und mich wie ein Familienmitglied behandelten. Und auch habe ich gesehen, wie unglaublich viel Vertrauen und Hoffnung die Menschen dort ihrem Glauben schenken. Ich habe noch so viel mehr gesehen, aber alles aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. All diese Erfahrungen waren sehr prägend für mein restliches Leben und mit Sicherheit haben sie mich und meine Denkweise etwas verändert. Viele meiner vermeintlichen Probleme, die ich hier in Deutschland habe, sind gar keine wirklichen Probleme und ich erschaffe sie oft selbst. Ob es die Sony oder doch lieber die Panasonic ist, ob ich die 1,5 oder doch die 3,0 auf die Klausur bekomme, ob er oder sie mir sauer ist, wenn ich nicht direkt antworte, oder ob ich mich für das Biogemüse oder doch das Discountergemüse entscheide. Ich lebe definitiv in einer Überflussgesellschaft. Und ja, das wusste ich auch schon vor meiner Reise. Trotzdem macht es etwas mit einem zu sehen, wie manche Menschen von manchen meiner Probleme nur träumen könnten. Ich denke, durch die Reise bin ich mir meinem Privileg, in Deutschland geboren und aufgewachsen zu sein, jetzt viel bewusster. Ein Dach über dem Kopf, saubere Nahrungsmittel und davon so viel, bis man satt ist, eine Krankenkasse, die im Notfall hilft, kostenfreien Zugang zu Bildung, staatliche Unterstützung für einkommensschwächere Menschen, eine Umgebung, in der man sich nicht um sein Leben fürchten muss, wenn man etwas anders ist als alle anderen und so vieles mehr. Natürlich gibt es auch hier schwerwiegende Probleme. Und natürlich geht es auch in Deutschland nicht allen Menschen gut. Ich denke, hier in Deutschland sind es einfach andere Probleme, die uns im Alltag begegnen. Aber ab und zu innezuhalten, dankbar zu sein für die Dinge, die man bereits hat, wird mir auf alle Fälle dabei helfen, all die vermeintlichen Probleme, die eigentlich gar keine sind, nicht allzu ernst zu nehmen. Vielleicht schließt du dich meinen Gedanken ja an. Ich denke, umso mehr Menschen anfangen, die Dinge wertzuschätzen, die sie bereits haben, je mehr Glück und Zufriedenheit wird existieren.